Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin Ann-Christine und begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Schnittmuster- und Nähprojekt. Heute habe ich was ganz Einfaches für euch, nämlich diese Jacke hier. Das Schnittmuster ist ratzfatz selber konstruiert und auch die Jacke selber ist innerhalb von einem Tag genäht. Wenn ihr also eine alte Wolldecke zu Hause habt oder Tischdecke oder irgendwas in der Art und Weise, dann könnt ihr ratzfatz so eine Jacke selber nähen. Das Besondere an der Jacke ist, sie hat jetzt keine angesetzten Ärmel, sondern überschnittene Ärmel. Im Grunde genommen ist es so eine Art, ja, Weste, kann man schon sagen. Sie hat einen Bindegürtel und man kann natürlich wieder ganz viel damit spielen. Ich habe zum Beispiel eine Tasche aufgenäht, eine Tasche hier auf der Hüfte und ich habe die vordere Kante einmal zurückgeschlagen auf beiden Seiten und abgesteppt, so dass es die Optik gibt, als hätte man einen Kragen. Das fand ich auch sehr schick. Außerdem wurde dadurch auch der Ausschnitt ein bisschen tiefer. Den hatte ich bei der Konstruktion nämlich etwas, zu hoch angesetzt. Wie gesagt, ihr könnt ganz viel damit spielen mit dem Schnittmuster. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr schon etwas weiter seid in der Konstruktion, auch eine Knopfleiste arbeiten. Das geht natürlich auch. Hier habe ich wirklich einfach nur einen Bindegürtel gearbeitet. Ich hatte diesen schönen Wollstoff hier geschenkt bekommen. Das ist wirklich ein ganz toller Karo-Stoff. Der war schon ein bisschen älter und hatte schon das eine oder andere Löchlein. Da hatten sich wohl die Motten schon richtig wohl gefühlt mit dem Stöffchen. Deswegen musste ich da so ein bisschen drumherum schneiden. Gut, jetzt will ich mich gar nicht weiter aufhalten, denn es soll ja eine schnelle Nummer werden. Und deswegen springen wir gleich rein in die Konstruktion. Danach zeige ich euch ein paar Ausschnitte, wie es genäht wird, denn daran ist jetzt nicht viel Kompliziertes. Das könnt ihr auch ohne meine Hilfe locker alleine. Aber so ein paar Details zeige ich dann doch noch. Und danach zeige ich euch, wie das Ganze getragen wird, so ein paar Variationen, wie ich es kombinieren würde. Und dann sehen wir uns noch mal ganz kurz wieder. Bis gleich, viel Spaß beim Zuschauen. Vorweg gesagt, könnte man natürlich auch einfach ein Rechteck nehmen und eine vordere Mitte und einen Ausschnitt reinschneiden. Das geht ohne weiteres. Das mache ich aber nicht. Ich zeige euch, wie ihr den Schnitt aus eurem Grundschnitt herauskonstruiert. Wenn ihr es anders machen möchtet, hier eine kleine Zeichnung, wie ihr schneiden müsstet. Die Abmessung müsst ihr dann individuell anpassen. Wie gesagt, ich verändere meinen Grundschnitt dafür. Den für das Vorderteil kopiere ich erst einmal auf extra Papier. Die Abnäher zeichne ich noch nicht ein, das kommt später. Die vordere Mitte verlängere ich. Vom Halsausschnitt messe ich 90 cm ab und ziehe gleich einen rechten Winkel. Das ist die Saumlinie. Da ich meinen Schnitt später an die Webkante anlegen werde, brauche ich keine Nahtzugabe anzustellen hier im Saumbereich. Die Schulter hebe ich um 1 cm an. Das gibt später etwas mehr Bewegungsfreiheit, ohne dass der Ärmel an der Schulter zu hoch absteht. Danach den Hüftumfang messen und Bequemlichkeitsweite dazugeben. Ich habe 15 cm zu meinem Hüftumfang dazugegeben. Diesen Wert durch 4 teilen. Bei mir sind es ca. 31 cm. Diese 31 cm messe ich von der vorderen Mitte ab, und zwar über das gesamte Oberteil. Die Markierungen verbinden. Danach bestimme ich die Tiefe des Armloches bzw. des Armausschnittes. Erst habe ich das Armloch um 3 cm vertieft, dann aber noch einen Zentimeter dazugegeben. Insgesamt also vertiefe ich den Armausschnitt um 4 cm. In der Höhe im rechten Winkel zur Seitennaht eine Linie zeichnen. Und danach überlege ich mir, wie der Verlauf des Halsausschnittes sein soll. Dazu verbreite ich den Halsausschnitt als erstes um 1,5 cm. Und hier zeichne ich ihn dann so wie auf der Designvorlage. Die Nahtzugaben anstellen. Ich arbeite mit 1,5 cm, weil ich bei meinem Stoff die Kanten im Bereich des Schlitzes, Halsausschnittes und Armausschnittes zweimal umschlagen werde. Danach habe ich noch ein bisschen vor mich hin überlegt und den Halsausschnitt doch noch etwas vertieft, nämlich so.
Im Nachhinein hätte ich ihn sogar noch tiefer ausschneiden können. Aber bitte erst einmal herantasten. Abschneiden geht bekanntlich immer, etwas dranfummeln wird da schon schwieriger. Dann habe ich erst einmal das Rückteil konstruiert. Keine Sorge, zum Vorderteil kommen wir gleich noch einmal. Den Grundschnitt übertragen. Den Taillenabnäher können wir wie beim Vorderteil ignorieren. Meinen Schulterabnäher nehme ich erst einmal aus dem Schnitt heraus. Den Abnäherinhalt abmessen und an der Schulter beim Armloch abtragen. Danach korrigiere ich die Schulterlinie. Und nun die gleichen Änderungen machen wie beim Vorderteil. Die Schulter um 1 cm anheben und eine Gerade ziehen. Den Halsausschnitt um 1,5 verbreitern und ich vertiefe ihn um 1 cm. Die neue Halsausschnittlinie zeichnen. Als nächstes lege ich mein Vorderteil mit den Taillenmarkierungen passend aufeinander an die hintere Mitte bzw. Bruch und kopiere mir den Verlauf der Seitennaht. Dann das Armloch um 4 cm vertiefen und an der Seitennaht anzeichnen. Ganz einfach. Nahtzugabe anstellen, bis auf die hintere Mitte, die wir ja an den Bruch anlegen. Ausschneiden und fertig. Jetzt müssen wir uns noch um den Brustabnäher beim Vorderteil kümmern. Wenn wir den vergessen, wird das Oberteil in der Seitennaht länger und Vorder- und Rückteil passen in der Länge einfach nicht mehr aufeinander. Man hat zwei Möglichkeiten. Entweder man lässt ihn oder man näht ihn. Lasst ihr ihn weg, müsst ihr im Hinterkopf behalten, dass dann das Vorderteil beim Tragen kürzer vorne wird. Das liegt einfach daran, dass wir den Extrastoff, den wir ja eigentlich brauchen, um die Brustrundung zu bedecken, aus dem Schnitt herausnehmen. Was dann passiert ist, da die Brustrundung ja trotzdem da ist, dass sie sich die Weite einfach aus der Länge des Oberteils nimmt. Wenn ihr auf den Brustabnäher verzichten wollt, dann zeichnet im rechten Winkel von der Seitennaht durch die Abnäherschenkel zur vorderen Mitte eine gerade Linie. Ich habe hier auch die mittlere Linie durch den Brustpunkt angezeichnet. Und faltet dann die Linien bündig aufeinander. Damit ist der Abnäher weg und die Seitennähte von Vorder- und Rückteil sind gleich lang. Ich möchte auf jeden Fall einen Abnäher nähen. Dieser muss nicht sehr lang sein. In meinem Fall habe ich 9 cm von der Seitennaht gemessen. Die Abnäherspitze liegt auf der mittleren Linie und nun noch die Abnäherschenkel einzeichnen. Das Schnittmuster ist fertig und der Stoff kann zugeschnitten und die wichtigen Markierungen übertragen werden. Hier das Rückteil im Bruch geschnitten. Da werde ich die Schulter und Seitennähte mit der Overlock versäubern. Als nächstes das Vorderteil. Hier auch die Schulter und Seitennähte mit der Overlock versäubern und die Abnäher nähen. Dazu die eingezeichneten Abnäherschenkel bündig aufeinander stecken und absteppen. Und dann habe ich mir noch einen langen Streifen zugeschnitten. Die Maße waren, glaube ich, so in etwa 14 cm Breite und 1,70 Meter lang. Er sollte auf jeden Fall lang genug sein, dass ihr das Teil auch gut binden könnt. Die fertige Breite liegt bei meinem Band bei ca. 5 cm. Das könnt ihr aber für euch individuell entscheiden. Den Zuschnitt rechts aufeinander stecken. An den Enden habe ich eine leichte Schräge eingezeichnet, die ich nähen möchte. Ich lasse in der Mitte eine Wendeöffnung. Beim Bindeband kürze ich die Nahtzugaben ein, bügele dann die Nahtzugabe auseinander und wende das Teil auf rechts. Wieder gut bügeln und rundherum knappkantig absteppen. So sieht das Ganze dann aus. Ganz okay, wie ich finde. Was meint ihr? Hier seht ihr, dass ich die Schulternähte schon einmal geschlossen und auseinander gebügelt habe. Dazu habe ich die Teile rechts aufeinander gelegt und dann abgesteppt. Nun die Seitennähte rechts aufeinander stecken. Überlegt euch, wie hoch euer seitlicher Schlitz werden soll. Ich habe mich für 20 cm entschieden. Nun die Seitennaht von der Markierung für den Beginn des Armloches bis zum Schlitz absteppen. Gut am Anfang und Ende vernähen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln.
auch im Bereich des Schlitzes in Breite der Nahtzugabe bügeln. Beim Armloch ebenfalls die Stoffkante in Breite der Nahtzugabe auf die linke Stoffseite bügeln. Beim Ärmel schneide ich die Nahtzugabe der Schulternähte um die Hälfte der Nahtzugabe weg. Dadurch wird die Naht in dem Bereich nicht zu dick. Dann die Stoffkanten einmal zur gebügelten Falz einschlagen und dann nochmal umschlagen. Ach so, damit ich es nicht vergesse, ich habe hier einen dünnen, weichfallenden Wollstoff. Der lässt sich ganz wunderbar zweimal einschlagen und absteppen. Habt ihr einen festeren Stoff, dann geht das nicht mehr. In dem Falle rate ich euch, die versäuberte Kante entweder nur einmal einzuschlagen und abzusteppen oder mit Schrägband zu versäubern und dann auf die linke Stoffseite zu bügeln und zu nähen. Wenn euer Stoff nicht franzt, könnt ihr euch das Versäubern der Nähte auch sparen und die Kante einfach nur nach innen bügeln. Zurück zur Ärmelkante. Ich bügele die Bereiche, die ich bearbeite, immer gleich, damit sie glatt liegen bleiben und ich sie später leichter nähen kann. Und dann steppe ich die umgeschlagene Kante knappkantig von innen ab. Genauso wie beim Ärmel bügele ich die Stoffkanten beidseitig vom Schlitz und steppe sie auch knappkantig ab. Erst die eine Schlitzseite und beim Schlitzende quer über die Nahtzugabe zur anderen Seite nähen. Hier nähe ich ein paar Mal hin und zurück, damit auch alles schön sicher ist. Auf der anderen Schlitzseite zurück zum Saumnähen. Und ja, es war auch schon etwas später am Abend, als ich das Ganze genäht habe. Das seht ihr nämlich an meiner Uhr. Fehlt nur noch die vordere Ausschnittkante. Die habe ich ebenfalls zweimal umgeschlagen und nähe sie hier auch wieder knappkantig rundherum ab. Beim Halsausschnitt etwas vorsichtig sein, damit keine Falten eingenäht werden. Fertig ist die Jacke und getragen sieht sie so aus. Und was meint ihr? Hatte ich recht? Ist das nicht wirklich ein ganz schnelles Projekt und auch ein einfaches Projekt? Ein Projekt, mit dem auch Anfänger ganz gut ins Nähen starten können. Und die Möglichkeit, die Lieblingsmuschel-Kuscheldecke in eine Jacke zu verwandeln, finde ich ehrlich gesagt auch sehr schön. Wenn ich jetzt eine gehabt hätte, hätte ich die wahrscheinlich genommen. Das ist wirklich ein Teilchen, was man sich überall mal drüber werfen kann. Gerade wenn es ein bisschen schattiger draußen ist, ein bisschen kälter, dann kann man das locker tragen und es sieht wirklich sehr süß aus, finde ich. Es ist jetzt kein gefittetes Teilchen, also es sitzt jetzt nicht auf Figur und man könnte auch sagen, es trägt ein wenig auf. Aber ganz ehrlich, wenn es kalt ist, ist mir das völlig egal, denn dann möchte ich, dass es mir warm ist. Und dann ist mir auch wirklich Schnurzpiepe, ob ich jetzt eine schlanke Taille zaubere mit meiner Klamotte oder nicht. Ich meine, klar, so ein bisschen wollen wir schon drauf achten, dass wir nicht rumlaufen wie ein Sack, aber Hauptsache es ist warm. Und im Moment ist es ja wirklich sehr kalt draußen und da ist mir so ein Überteilchen, was ich auch bei der Arbeit mal drüber werfen kann, wenn es dort ein bisschen kälter wird, schon ganz recht. Und dann darf es auch ein bisschen aufspringen an der Hüfte. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, schreibt mir das gerne mal unter das Video in die Kommentare. Würdet ihr die Jacke genauso arbeiten wie ich? So ein bisschen mit dem Kragen spielen, vielleicht sogar einen Kragen ansetzen, Taschen arbeiten? Würdet ihr Brusttaschen aufsetzen? Da hatte ich nämlich auch erst überlegt, aber das war mir dann zu sportlich. Aber ihr wisst ja, für die Arbeit brauche ich immer diese eine Tasche für meine Markierringe. So, und dann hoffe ich mal, dass ihr viel Spaß haben werdet, falls ihr das Schnittmuster nacharbeiten werdet. Wenn es so ist, dann taggt mich unbedingt mal bei Instagram, zeigt mir eure Entwürfe, zeigt mir eure genähten Schätze, das würde mich sehr, sehr interessieren. Und dann wünsche ich euch noch eine richtig tolle Zeit mit bei eurer Nähmaschine. Seid kreativ, lasst es krachen, das sage ich ja eigentlich jedes Mal, oder?
Spielt mit den Farben, spielt mit dem Fabrikat, mit dem Stoff, spielt mit den Schnittmustern, lasst euch was Neues einfallen, seid auch mal ein bisschen verrückt, macht mal was ganz anderes und zeigt mir das unbedingt, denn dann möchte ich dann wirklich auch mal sehen. Ich danke euch sehr, dass ihr mit dabei wart, dass ihr zugeschaut habt und würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch noch eine ganz tolle Zeit. Alles Liebe, eure Ann-Christine.